Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute in diesem Video stelle ich euch den Pössl Vario 545 vor. Ein Fahrzeug mit 4 Schlafplätzen, davon ein Doppelbett mit fast 1,70 Meter Breite und 2 tolle Etagenbetten. Der Wagen hat 4 Sitzplätze, nein, er hat sogar 5 Sitzplätze, aber 4 Schlafplätze, die dauerhaft da sind und ist dazu nur 5,41 Meter lang. Wie das alles geht, das gucken wir uns jetzt in diesem Video ganz genau an, mit allen Maßen, allen Details und allem, was ihr wissen müsst. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Pössl Vario 545. Den ersten Eindruck habt ihr vom Vario 545 von Pössl. Bevor wir aber mit allen Details loslegen, einmal noch mal kurz der Hinweis hier unter dem Video, einfach auf Abonnieren klicken, dann die Glocke aktivieren für alle Benachrichtigungen, damit ihr auch in Zukunft bei allen weiteren Videos eine Benachrichtigung bekommt und keins unserer tollen Videos verpasst. So, der Pössl Vario 545. Zu den Grundfakten. Wir haben einen normalen Fiat Ducato oder Citroën Jumper, aber er ist mit 5,41 Meter auf dem zweitkürzesten Radstand, also ein sehr kompaktes Fahrzeug. Er ist dafür, aber um diese Kompaktheit auszugleichen, wachsen wir in die Höhe. Und zwar auf etwas über 3 Meter. Je nach Dachhaube, so wie er hier steht, hat er jetzt ungefähr 3,10 Meter. Also es ist wirklich ein hohes Auto. Die Breite ist ganz normal, 2,5 Meter steht im Prospekt und im Fahrzeugschein, wobei 2,5 Meter eben die Breite ohne Spiegel ist, beziehungsweise ich glaube mit angeklappten Spiegeln. Also im Fahrbetrieb ist er auf jeden Fall noch mal eine ganze Nummer breiter. Von der Aufteilung ist das der absolute Wahnsinn, was in dem Fahrzeug drin steckt. Ich bin ja in einer ähnlichen Familiensituation, 2 Kinder, 2 Erwachsene. Das ist eins der ganz wenigen Fahrzeuge im Kastenwagen, wo ihr für 4 Personen ein tolles Doppelbett habt und für jedes Kind, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, ein eigenes Bett. Das Ganze hat natürlich am Ende des Tages auch einen kleinen Haken, aber das sehen wir nachher, wenn wir die Bettenmaße im Fahrzeug nehmen. Grundsätzlich ist von außen gar nicht so viel anders beim Vario 545 im Vergleich zum letzten Jahr. Es ist alles ein bisschen cleaner in der Optik. Letztes Jahr war das in verschiedenen Farben, jetzt ist das alles einfarbig in dem Grau. Die Felgen sind die gleichen, das passt alles gleich. Ich finde, trotzdem wirkt der Wagen deutlich aufgeräumter. Das Einfarbige steht ihm auf jeden Fall gut. Hier haben wir jetzt die Serienfarbe in Weiß. Grundsätzlich könnt ihr den Wagen natürlich in allen Farben, die Fiat und Citroën liefern, bestellen. Man muss sich dabei immer bewusst sein, dass ihr dann aber quasi doppelt Aufpreis zahlt. Und zwar gibt es immer einmal den Aufpreis unten fürs Basisfahrzeug. Und wenn man dann das Dach nicht in Weiß abgesetzt haben will, muss ich die Dachlackierung oben eben auch nochmal bezahlen. Das macht das Auto einerseits natürlich total schick. Wir haben ein paar silberne und eisengraue Fahrzeuge auf dem Hof gehabt. Sieht wahnsinnig cool aus. Aber 600 Euro unten und 2000 Euro oben sind halt auch 2600 Euro, die da zusammenkommen. Deswegen haben wir den jetzt hier in Weiß bestellt. Und ein ähnlicher Schritt könnte sein, einfach so schicke 18 Zoll Felgen drauf zu machen. Kostet auch ungefähr 2600 Euro, wenn du dich einmal kurz rumdrehst. So wie da zum Beispiel auf dem schwarzen Columbus hier vorne. Und damit erreicht ihr nicht nur schicke Optik, sondern auch ein tolles Fahrgefühl extra. Was einem bei den kompakten Vario-Modellen, also dem Concorde Kompakt, dem Vario 499 und dem Vario 545 klar sein muss, ist, dass der einen anderen Ducato verwendet oder Citroën Jumper als alle anderen Fahrzeuge. Und zwar ist der etwas flacher. Die meisten Fahrzeuge sind ungefähr 2,65 hoch vom Basisfahrzeug und hier haben wir den flacheren. Das hat den Vorteil, dass das Dach quasi oben drauf liegt und wir dadurch die Nase bis hier nach vorne vorziehen können und dadurch auch in diesem kompakten Fahrzeug eben ein großes Bett und solche Dinge realisieren können. Man merkt das könnt ihr mal als Vergleichswert nehmen, wenn man in andere Fahrzeuge reingeht, hat man hier eine größere Schiebetür. Hier muss ich beim Durchgehen quasi so ein bisschen den Kopf einziehen, dass das da ist. Ja, vielleicht habt ihr euch mit dem Vario 545 der letzten Jahre auch ein bisschen auseinandergesetzt. Beim ersten Blick fällt auf, dass wir zum einen neues Holz haben, was es jetzt für alle Vario-Modelle
neu mitgibt. Das ist das Eiche-Kupferbohrer, so wie es hier gibt. Das herkömmliche, was wir bisher hatten, mit dem Rosenholz gibt es natürlich weiterhin. Aber die viel einschneidendere Änderung ist, dass wir den Grundriss einmal gedreht haben. Früher war es so, dass wir den Kühlschrank hinten oben auf Augenhöhe gehabt haben. Der ist jetzt aber, wie das in vielen modernen Grundrissen der Fall ist, hier auf die Stirnseite des Kühlschranks, des Küchenblocks gewandert. Und dadurch habt ihr hier, das ist so ein cooler Kühlschrank mit beidseitig angeschlagenen Türen. Das heißt, ihr könnt eure Einkäufe von hier einladen und von der anderen Seite wieder rausnehmen. Und was man sieht, ist es auch ein neuer Kühlschrank. Das heißt, wir nehmen die komplette Stirnseite hier als Kühlschrank. Der ist ungefähr so tief. Das heißt, ihr habt hier, das sind nicht ganz 100 Liter, die drin sind, für so ein kompaktes Auto eben mega großer Kühlschrank. Und das tolle Resultat daraus ist, dass wir einen echten Kleiderschrank drin zusätzlich mit generieren. Und gerade bei so einem kompakten Auto, was ich mit 4 Personen verwende, ist es natürlich irgendwo auch wichtig, schön Stauraum zu haben. Wenn ihr ein All-In-Paket mitbestellt, was die meisten Leute von euch tun werden, habt ihr die Fliegengittertür auf jeden Fall mit dabei. Beim Vario ist die Schiebetür, sondern die Trittstufe heißt das Ding. Lange Winterpause gehabt, aufwachen. So, die Trittstufe ist nicht Serie, die müsst ihr auf jeden Fall separat mitbestellen. Genau wie die Zuziehhilfe, dass die Türen so schön leise schließen. Das ist ja das Tolle bei den Pössl-Modellen. Ihr könnt einfach hier den Kontakt leise herstellen und dann zieht er sich den Rest leise ran. Und auch wenn die kleinen Süßen drin schon schön schlafen, kann man ganz leise nochmal rausgehen und sich mit seinem Gin Tonic schön in Sonnenuntergang setzen. Wenn man dann im Fahrzeug drin ist, kann man sich richtig schön lang machen, weil hier eine unfassbare Stehhöhe ist. Und die messen wir jetzt auch gleich mal als erstes, damit wir unserem Anspruch, schön viele Fakten für euch mit dabei zu haben, so gerecht werden. Hier haben wir 2,43 Meter, also ich kann noch fast 50 Zentimeter wachsen, wenn ich will. Das ist schon richtig gut. Aber auch hier, obwohl die Decke quasi abgehängt ist mit dem tollen Stauraum da oben und ich schon auf einer riesen Stufe stehe, haben wir noch 1,92,9 Meter. Ja, passt genau. Ich bin 1,92 plus 1 cm Schuhsohle. Das passt auf jeden Fall. Und jetzt klappe ich noch mal das Bett hier runter. Auch wenn das Bett oben gebaut ist, und darauf könnt ihr wirklich gespannt sein, weil was ich hier sehe, ist eine gewaltige Fläche, hat man hier noch im Durchgang fast 1,70, also 1,68 in der Höhe. Das reicht selbst für große zu kräftigere Menschen, dass man nur mit ganz bisschen Kopf einziehen hier runtergehen kann. Und morgens klappt ihr das einfach hoch und habt einen richtig schönen Raum. Grundsätzlich, das müsst ihr in diesem Video immer wieder im Hinterkopf haben, wir haben ein Fahrzeug mit 5,41 Meter Gesamtlänge außen. Und trotzdem ist das hier alles drin. Wir haben eine klassische Sitzgruppe mit der Zweiersitzbank. Und der Vario 545 ist genau wie sein großer Bruder, der Pössl Two-Bin Vario, sind das die einzigen Modelle, die ich ab Werk als 5-Sitzer bestellen kann. Da gibt es hier einfach einen Sitz, den ich rausziehen kann, was rausklappen kann, sodass ihr hier quasi eine Dreier-Sitzbank habt. Das ist zugegebenermaßen dann relativ eng auf der Sitzbank, aber es geht. Es geht eingetragen, es ist mit 3 Sitzplätzen und 3 Dreipunktgurten mit drin. Damit ihr da einen kurzen Eindruck von bekommt, wie dieser 5. Sitzplatz aussieht,
verlinken wir euch mal oben in der Ecke das Video zum Pössl Two-Bin Vario, was wir gemacht haben aus dem Modelljahr 2021. Da haben wir den Sitzplatz zusätzlich nochmal gezeigt und genau den Sitzplatz könnt ihr hier auch bestellen. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass diese neue Optik dem Wagen richtig gut tut. Das mit Eiche Kupferbohrer ist ein bisschen kühler, moderner. Fehlt vielleicht, ist nicht mehr ganz so gemütlich sozusagen, weil es nicht so golden ist. Aber wir haben hier einfach mit den weißen Schrankklappen das richtig schön mit dabei. Rundrum, was total elegant von Pössl gelöst ist, dass das hier alles so rund ist. Und damit ist eben der Raum optimal genutzt. Und ihr habt hier richtig schöne Fächer. Auf der Seite die beiden großen Fächer. Ups, nicht gleichzeitig zu machen, haben wir was gelernt. Das gleiche haben wir hier hinter mir natürlich auch. Und den Kernraumgewinn, den wir haben, ist hier das große Fach auf der Stufe. Da war letztes Jahr eben noch der Kühlschrank. Jetzt haben wir da die 3 Fächer und das Fach für die Leiter auf der Seite, mit der ich ins Bett komme. In der Praxis, glaube ich, bleibt die Leiter nachher vor allem da oben auf dem Bett an der Seite liegen. Und dann hat man da an der Seite noch eine Art Mini-Kleiderschrank, wo man was reinhängen kann. Und wir haben da extra noch die Schiebetür zugelassen. In dem Bereich Nasszelle und Etagenbetten hinten ist sogar noch ein weiterer Kleiderschrank. So, ich setze mich jetzt mal hier gemütlich in die Sitzgruppe und dann gucken wir mal, ob das von den Maßen vergleichbar ist mit den anderen Fahrzeugen oder ob da irgendwo schon ein paar Zentimeter eingespart werden. Auch wenn das eigentlich nicht mein Sitzplatz ist, sondern ich gerne auf einem der beiden gedrehten Fahrer- und Beifahrer sitze, was für Erwachsene doch noch mal ein bisschen mehr Freiraum hat, ist es so, dass wir uns jetzt hier zu zweit vernünftig gegenüber sitzen können und es wirkt für mich wie eine ganz normale Sitzgruppe. Wir gucken mal. Wir haben hier auf Tischhöhe von der Sitzbank ja, fast 1 Meter, sind 98 Zentimeter hier bis zur B-Säule und oben bis zu der Wand haben wir 1,14 Meter. Also das ist im Prinzip eine ganz normale Sitzgruppe, die da ist. Der Tisch ist auch groß, finde ich. Der ist so 86 Zentimeter lang und 54,5 Zentimeter breit. Und dann haben wir dieses Fahrzeug noch mit dem zusätzlichen Alternativtisch, das so heißt bei Pössl, dieser rausschwenkbare Teil, der mit da ist. Und wenn ich den noch mit dazu nehme, habe ich hier über 1,30 Meter in der Tischbreite. Und wenn mir das noch immer nicht reicht, klappe ich hier einfach die Arbeitsfläche hoch. Da habe ich nochmal 32 Zentimeter in der Breite. Man könnte jetzt ein bisschen Flächen ausrechnen. Ich glaube, mehr Raum kann man, das könnte man sogar als Homeoffice-Mobil benutzen. Guck mal, hier ein Laptop, da nochmal eine kleine Ablagefläche. Also für Familien, Väter und Mütter im Urlaub schön mit dem Fahrzeug, den Wagen schön absetzen als Dienstwagen und beim Kunden vor Ort die Leute mit reinbitten, Toilette, alles mit dabei haben, auch gerade in jetzt so unruhigen Zeiten sich nicht auf Hotels verlassen müssen, sondern alles mit dabei haben. Vielleicht lässt sich für euch ja sogar ein Doppelnutzen generieren. Grundsätzlich ist das aber, glaube ich, von Pössl sehr geschickt gemacht, so mit so vielen Kleinigkeiten. Ihr habt hier zum Beispiel einen kleinen Ausschnitt im Tisch, so dass ich den großen breiten Tisch eben nehmen kann und gar ganz mit ranschieben kann, wo ich bei vielen Fahrzeugen eben hier schon mit dem Tisch ende. Und guck mal, hier selbst mit meinem leider nach Weihnachten noch etwas größeren Bauch als normal, habe ich hier noch richtig Raum und kann den noch deutlich zu mir rüberziehen, dass man wirklich zu viert hier gut sitzen kann. So, den Alternativtisch kann man hier einfach wieder drunter klappen, da rastet er auch schön mit ein, so dass man einen schönen Tisch hat, auf dem man Preisliste und technische Daten sich mal genau anschauen kann. Die Grundmaße habe ich euch ja draußen schon gesagt. Wir haben wie gesagt 5,41 Meter langes Fahrzeug. 3,12 Meter ist er hoch, so steht es zumindest im Prospekt, und 2,5 Meter breit. Zum einen ist die Frage, wie ist dieser Wagen hier jetzt ausgestattet? Wir haben hier ein Fahrzeug auf Citroën-Basis. Der Wagen kommt serienmäßig immer als 3,3 Tonner. Das ist in meinen Augen eindeutig zu knapp. Deswegen bestelle ich die Fahrzeuge, die wir bei uns haben, alle aufgelastet auf 3,5 Tonnen. Wir haben das Holzdekor Eiche Kupferbohrer. Das kostet knapp 300 Euro Aufpreis. Und die Wohnwelt Mindoro, das ist hier der graue Stoff. In meinen Augen die schönste Kombination, die man da haben kann. Die Standards, die wir bei Pössl brauchen, mit All-In-Paket, LED-Tagfahrlicht, Tempomat, Traction Plus, Lederlenkrad, die 16 Zoll Alufelgen, finde ich, stehen so einem Fahrzeug immer sehr, sehr gut. Und noch ein paar Kleinigkeiten, die mit dabei sind. Und auch viel, was den Komfort hier hinten angeht. Mit einer Duomatik, die die Gasflaschen umschaltet und all solchen Sachen mit dabei.
Dieser Wagen wird jetzt von uns noch eine Markise und eine Solaranlage bekommen. Und wenn man das dann alles zusammenrechnet, was wir haben, dann haben wir am Ende eine Summe der Listenpreise von ziemlich genau 64.000 Euro. Das ist für eine junge Familie viel Geld. Das ist aber andersrum in der Welt der Fahrzeuge, wo man mit 4 Personen fahren kann, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zumal so ein aufgesetztes GFK-Hochdach eben mit der aufwendigste Weg ist, weil es eben nicht nur ein ausgebauter Transporter ist, sondern der Transporter aufgeschnitten wird und in kleinen Stückzahlen diese Dächer angefertigt werden. Was in diesem Zusammenhang Daten, Fakten, Preise auch immer noch mal interessant ist, wie sieht das aus mit den Gewichten? Da haben wir ja einmal schon mal einen ganz großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, indem wir einfach ein Fahrzeug haben, was mit 5,40 Meter einfach 60 Zentimeter kürzer ist als die klassischen Familiengrundrisse und dadurch ganz viel Gewicht einspart. So wie der Wagen hier steht mit der Ausstattung, wie ich das gerade gesagt habe, haben wir ohne die Sachen, die von uns noch drankommen, ohne Markise, ohne Solaranlage, eine Masse im fahrbereiten Zustand von ungefähr 3000 Kilo. Also 3010 ist das, was hier in unserer Massenberechnung drin steht. 35 Kilo Markise, 15 Kilo oder 12 Kilo Solaranlage mit dazu. Haben wir am Ende ungefähr 3050 Kilo in einem reisefertigen Fahrzeug. Dann fallen euch bestimmt noch 3 bis 5 weitere Sachen ein. Das heißt, wir haben ungefähr 3,1 Tonnen, so wie so ein Wagen nachher wirklich dasteht. Da ist ja ein Fahrer mit 75 Kilo rechnerisch schon mit drin. Da sind 20 oder 30 Liter Frischwasser mit dabei, eine Gasflasche mit dabei. Das heißt, es bleiben echte 400 Kilo für die Personen 2, 3, 4 und potenziell 5, wenn ihr ihn als 5-Sitzer bestellt. Das Wasser und das Gepäck, das ist nicht unendlich viel, aber 400 Kilo Zuladung oder sogar 450 Kilo Zuladung sind in der Wohnmobilwelt schon ein Brett. Um diese ganzen Zahlen zu verdauen, gebe ich euch ein bisschen Zeit und zeige euch in der Zwischenzeit mal, wie man die Sachen herstellen kann, die ihr dann im Urlaub verdauen wollt. Einmal die Platte wieder einklappen. Und wir gucken uns mal an, wie der Küchenblock hier aufgebaut ist. Wir räumen mal mit unseren ganzen Messutensilien den Weg ein bisschen frei. Wir haben hier einen ganz klassischen Zweiflammkocher. Der ist nicht riesengroß, aber mit einer Familie mit 2 hungrigen Mäulern quasi noch als Kinder mit dabei geht es ja vor allem darum, ordentlich Nudeln und Soße zubereiten zu können. Und dann geht man ja im Urlaub auch ganz gern mal essen. Also ich denke, das ist jetzt nichts, wo man 12-Gänge-Menüs drauf kocht. Es sei denn, ihr seid so Gourmet-Griller, mit denen ihr draußen das noch als Ergänzung mitmachen könnt. Das Schöne hier ist, man kann das richtig gut sauber halten. Ihr könnt das alles abnehmen. Man kann das direkt ins Waschbecken reinwischen. Das ist was gut funktioniert. Und wenn der Deckel drauf ist, hat man hier halt nochmal eine zusätzliche Ablagefläche. Pössl macht das ganz geschickt und sammelt euch die gesamte Technik hier in der Ecke mit der zentralen Bordelektrik, der Heizungsbedienung, automatische Anzeige der Gasflaschen. Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug mit Winterpaket. Das ist übrigens eine absolute Empfehlung, das mitzubestellen, weil das Winterpaket nur ungefähr 400 Euro kostet. Und da ist eine Isomatte zusätzlich für die Hecktüren mit drin, die meiner Meinung nach ihr braucht. Die kostet alleine fast 200. Das heißt, für 200 Euro Aufpreis kriegt ihr am Ende einen beheizten und Abwassertank mit dazu. Und das, glaube ich, ist eine sinnvolle Investition. Die Steckdosen hier sind serienmäßig. Einmal 230, einmal 12 Volt. Die anderen Steckdosen, die ihr seht, haben wir separat mit dazu bestellt. Das hier ist quasi ein zusätzlicher Steckdosensatz, nochmal 230 Volt und USB. Dann haben wir eine Doppel-USB-Steckdose oben fürs Bett mitbestellt und hinten fürs Bett ist auch nochmal eine Doppel-USB-Steckdose. Ganz viel Stauraum habe ich euch ja schon gezeigt. Was auch toll ist, dadurch, dass wir die Batterien jetzt im neuen Grundriss in den Beifahrersitz ausgelagert haben, gewinnen wir auch diese riesen Sitzbank noch komplett als Stauraum mit dazu. Und das, was man in den letzten Jahren dem Vario 545 so ein bisschen vorwerfen konnte, dass er zwar ein großartiges Raumgefühl hatte, aber Stauraum irgendwie nicht so viel war, muss man ganz klar sagen, mit wenigen Handgriffen, die hier umgestellt worden sind, ist unfassbar viel Raum neu mit dazugekommen. So, ich kraxel jetzt mal hoch ins Bett, dann messen wir mal, wie groß dieses Bett ist. Es ist nämlich der absolute Wahnsinn, dass bei 5,40 Meter so viel Bett drin ist. Und dann gucken wir uns nochmal an, wo ihr die Kleinen oder auch euch hinten in den Betten und in der Nasszelle unterbringen könnt. Ja, guckt euch das an. Ist schon wahnsinnig viel Platz. Ich liege jetzt hinten mit meinen Füßen am Ende der Matratze. Ich liege auf dem Bauch, 1,92 Meter, die Füße nach hinten abgeklappt. Und ich habe hier vorne immer noch Raum. Wir haben gefühlt riesig. Da hinten ist der
Punkt. Na, wo muss ich drücken? Da. 2,18 Meter Matratzenlänge. Von hier bis da hinten in die Ecke. Wir haben auch in der Breite 1,67 Meter, also fast 1,70 Meter. Hier kann man sozusagen wirklich mit 2 Erwachsenen und sogar noch ein kleines Kind mit in die Mitte nehmen. Das funktioniert. Oder ihr habt Kinder, die nicht größer als 1,67 sind, dann könnt ihr die Visardinen hier oben hinlegen. Aber ich an eurer Stelle würde dieses Bett gar nicht aus den Händen geben, sondern dafür sorgen, dass das hier das Elternschlafzimmer ist. Und dann ist das auch super komfortabel. Weil wir immer wieder gefragt werden, nehmen wir nochmal die Höhe mit dazu, haben wir etwas über 60 cm, die hier mit dabei sind. Die Fenster links und rechts sind Serie. Das Dachfenster hier oben müsst ihr zusätzlich bestellen. Da ist serienmäßig ein 40×40 kleines. Das hier ist das Midi-Heki mit dabei. Wer jetzt sagt, alles schön und gut, aber auf so einem Brett will ich nicht schlafen, dem sei gesagt, wir haben auch immer mal wieder es gibt von verschiedenen Zubehörherstellern kleine Lattenroste, die bauen 3 cm auf, dann können wir euch ein punktelastisches Lattenrost hier mit reinsetzen. Auch das ist kein Problem. Total praktisch. Auf beiden Seiten hat man so eine kleine Ablage, ich sag mal, für Brille, für Handy, für sonst irgendwas. Und oben über Chris nochmal da oben ein großes Fach wo man echt viel Sachen mit verstauen kann. Also ein absolutes Wunder im Raumangebot. Das ist das eine große Bett, was wir haben. Und dazu haben wir im hinteren Bereich noch 2 vollwertige Betten mit dabei. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal genau an. Die Nasszelle ist durch die Schiebetür hier wunderbar abgetrennt. Das kann man alles während der Fahrt arretieren, damit das nicht rumpoltert. Ich sitze jetzt hier auf der Aufstiegshilfe fürs obere Bett. Darunter versteckt sich auch die Toilette. Und das ist vielleicht auch das Thema, mit dem man sich so ein bisschen auseinandersetzen muss. Bei 5,40 Meter und diesem gesamten Angebot geht das natürlich nicht ganz ohne Kompromisse. Einer der Kompromisse ist, dass ich auf dem Weg von vorne nach hinten quasi durch die Nasszelle muss. Das ist, glaube ich, kein Problem, weil man auch hier zum Bett hin eine zweite Abtrennung hat. Also wenn man auf Klo sitzt, Privatsphäre im Kastenwagen ist ja sowieso begrenzt nur vorhanden. Und ich glaube, wenn man als Familie unterwegs ist, ist das absolut in Ordnung. Und der Luxus, dass jeder sein eigenes Zimmer hat auf 5,40 Meter ist, glaube ich, schon gewaltig. Beim 545er ist das genau wie bei seinem kleinen Bruder, dem Pössl Vario 499, so, dass ihr hier unten den Gaskasten drin habt. Trotz der Kompaktheit des Autos passen hier 2 11 Kilo Gasflaschen rein. Im neuen Modell ja hier mit dem neuen Waschbecken finde ich optisch eine wahnsinnig gelungene Erweiterung, gerade weil das so nur ein bisschen übersteht, aber tiefer in den Kasten reingeht. Und wenn man duschen will, ist das die Duscharmatur zum Rausziehen. Oben drüber hier nochmal richtig schön Stauraum, auch oben mit einer kleinen Rüttelkante, dass euch da nichts entgegenfällt. Und was ich vorhin schon gesagt hatte, hier hinter der Toilette, auch der Raum nicht genutzt, nochmal ein richtig großer Kleiderschrank, in dem man auch echt viel unterbringt. Und damit hat man einfach wirklich in dem Wagen richtig viel Stauraum. Guck mal, ich bin 1,92, jetzt können wir nochmal das letzte bisschen Stehhöhe hier dazu messen. Hier haben wir 1,97,9 Meter Stehhöhe, also knapp 1,98 Meter in der Nasszelle. Das liegt natürlich alles dran, dass das Fahrzeug so hoch ist. So kommt man dann auch toll in die Betten. Und damit ihr da einen besseren Blick reinwerfen könnt, komme ich mal von hinten mit dazu. Dann können wir das nämlich alles wunderbar angucken und uns auch da nochmal die Maße genauer anschauen. Das untere Bett hier unten ist ein Bett, das kann ich auch als großes Kind oder als Erwachsener vollwertig benutzen. Hier haben wir in der Breite in der Länge knappe 1,95 und hier Matratzenbreite 75 cm, knapp 76 und in der Höhe hier in der Mitte 72 und an den Kanten wird das ein bisschen weniger, da sind das 60 cm. Das heißt, das ist ein Bett, wo ich auch als großer Erwachsener durchaus schlafen kann. Man muss natürlich durch die kleine Öffnung rein, das geht aber ganz gut. Nach oben hin wird das Fahrzeug deutlich schmaler. Dadurch wird natürlich auch das Bett dann deutlich kürzer. Das obere Bett habe ich eben im Vorwege schon mal kurz gemessen. Das ist ungefähr 1,65 lang und etwa 60 cm breit. Also das ist echt ein Kinderbett letztendlich.
Beide Betten müsst ihr separat dazu bestellen, die kommen nicht automatisch mit. Und beide Betten kann ich einzeln oder auch beide rausnehmen, dass man hier auch wahlweise größeren Stauraum hat. Wir haben zum Beispiel auch viele Aktivsportler, die das obere Bett als Ablagefläche von innen benutzen, zu zweit reisen und hier hinten ihr Kite-Equipment oder irgendwas in der Richtung mit reinstellen. Bei dem oberen Bett ist ganz wichtig, dass ihr das Fenster in der hinteren Wand separat mit dazu bestellt. Das ist nicht Serie, genau wie die beiden Fenster hier unten in den Hecktüren auch nicht Serie sind. Das heißt, wenn ihr den Wagen wirklich als Familie nutzt, achtet darauf, dass ihr die Optionen für Licht und Luft in den Etagenbetten hinten mitbestellt. Ein letztes Highlight habe ich noch im Köcher. Dafür müsst ihr aber mal zu mir hier rumkommen. Wir messen noch mal hier unten den Stauraum im Zusammenhang mit 5,40 Meter. Ich bleibe dabei, gewaltig viel Raum in diesem Wagen. Dadurch, dass das untere Bett relativ weit oben angebracht ist, haben wir hier, wo ist mein Laser, da, knapp 74 cm am Eingang, aber unterm Bett nachher 85 cm. Und hier in der Breite, wir nehmen mal bewusst die schmalste Stelle, 1,36. Und ich mache mal einmal die Tür hier kurz ran, dass wir wissen, wie viel Ladetiefe wir wirklich haben. Von der Tür zur Wand 1,20 Meter Tiefe. Und wenn ich das noch mal ganz kurz zusammenfassen darf. 5,40 Meter, großes Doppelbett, 2 Etagenbetten, Stauraum in diesem Format, Toilette, Dusche, 4 Sitzplätze, auf Wunsch 5. Dann glaube ich, ist der Vario 545 vor allem für Familien, die irgendwo einen begrenzten Parkraum zur Verfügung haben oder die Etagenbetten haben wollen, eine ganz tolle Alternative. Der hat einen großen Bruder, den Pössl Tubin Vario. Schaut euch das Video auf jeden Fall auch nochmal an. Der ist genauso familientauglich, macht aber eigentlich alles anders. Deswegen verlinken wir euch hier oben nochmal kurz das Video, wo ihr das Ganze anschauen könnt. Und grundsätzlich sind aber beides, glaube ich, tolle Familienvarianten, wo man einfach für sich selber entscheiden muss, wo ist mein Schwerpunkt. Will ich lieber noch ein bisschen kompakter unterwegs sein, dann ist das Auto. Hier darf einfach das kleinere Kind nicht größer als 1,65 Meter sein, weil dann passt es da oben nicht mehr. Und beim Tubin Vario habe ich wirklich 2 volle Doppelbetten. Das heißt, der ist wahrscheinlich nach hinten raus das etwas flexiblere Fahrzeug, wenn ihr zu viert seid und die Kinder oder die Menschen größer werden. Ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck vom Pössl Vario 545 bekommen habt. Wenn Fragen dazu sind, schreibt es einfach unten mal mit in die Kommentare rein. Dann gucken wir, ob wir die Fragen mit beantworten können. Habt aber etwas Geduld mit uns. Wir können das nicht immer sofort machen, weil wir ja auch noch einen normalen Tagesbetrieb mit dabei haben. Wir werden versuchen, euch in Zukunft noch viele familientaugliche Varianten mit vorzustellen. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch bei den neuen Familienmobilen immer up to date bleibt, wenn was Neues rauskommt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dem Fahrzeug wie ich das habe. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Auswahl eures Traumfahrzeugs und alles Gute und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.